Dem Meister Spalier gestanden und jetzt geht's rein, denn für uns geht es um die Champions League. Die Bayern, die sind schon deutscher Meister, haben mehr als 12 Punkte Vorsprung. Also die brauchen sich jetzt auch nicht mehr großartig anstrengen. Wir müssen uns dagegen noch ein bisschen strecken, weil wir haben Union im Rücken, wir haben Wolfsburg im Rücken, wir müssen Platz 4 klar machen. Haben aber auch zwischenzeitlich ein Spiel dann nochmal gegen Ferencváros, also 2 Spiele, wo wir auch ins Finale der Conference League wollen. Ja, die Bayern, die spielen, glaube ich, auch schon so mit ihrer besten Garde auf 4-2-3-1. Haben auch das Konzept Tiki-Taka. Also von daher wird das sehr, sehr aufregend. Vielleicht so wie im Hinspiel, da hat ja unter anderem Gift Orban bislang, ich glaube, das schönste Tor unserer Saison geschossen. Das ist, glaube ich, nach wie vor noch auf Platz 1, würde ich jetzt spontan mal sagen. Da ist er nämlich schon wieder, der hat schon wieder richtig Lust. Ja, und wir könnten den zweiten Sieg holen gegen die Bayern in der Saison oder zumindest ein Unentschieden. Ist zwar auch nicht das Gelbe vom Ei, aber das würde ich auf jeden Fall unterschreiben vorher. Je nachdem, aber die Bayern, die machen halt auch sehr, sehr viel Druck, die pressen auch sehr, sehr hoch. Das ist eigentlich ein Spielstil, der uns schon die ganze Zeit entgegenkommt. Und von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Auch mit der besten Truppe heute wieder. Die sind alle frisch, die sind alle ausgeruht, nachdem gegen Augsburg die anderen gespielt haben. Und jetzt kommt mal die erste Flanke vielleicht rein. Ja, ein bisschen abgerutscht. Aber Neuer und unter anderem De Ligt. Dann haben wir Musiala. Harry Kane natürlich vorne, der mit 22 Saisontoren sich wahrscheinlich auch die Torjägerkanone holt. Und die Bayern haben die beste Heimbilanz. Aus 15 Spielen 33 Punkte. Aber haben nicht jedes Spiel gewonnen zu Hause. Das heißt, hier waren auch schon mal ein paar Mannschaften, die hier gewonnen haben. Und vielleicht sind wir ja die Nächsten. Aber nicht, wenn wir so spielen hier. Aber ich will eigentlich auch so ein bisschen aus dem Pressing der Bayern raus reagieren. Wenn es denn irgendwie hinhaut. Jetzt zum Beispiel, wenn nämlich ein Fehlpass da ist, dann irgendwie vorne rein. Beziehungsweise über die Außen. Kunku, ja, Meter weit abseits, braucht gar nicht hingehen. Aber trotzdem, jetzt ist nämlich wieder kein Abseits. Achtung, Kim hat was ganz Abenteuerliches vor und somit gibt es den A nur für uns. Ja, es steht so viel auf dem Spiel. Nicht für die Bayern, aber für uns. Ich glaube, Wolfsburg spielt heute gegen Bochum. Da kannst du davon ausgehen, dass sie das gewinnen. Und Union spielt bei Gladbach. Die Gladbacher sind auch noch in Abstiegsnöten. Die brauchen also auch jeden Sieg. Da hoffe ich vielleicht auf die Gladbacher, dass zumindest mal eine Mannschaft federn lässt. Oder vielleicht gewinnen beide auch, keine Ahnung. Deswegen, also verlieren hier, das versuche ich auf jeden Fall nicht. Hier wäre ich heute mit einem Remis zufrieden. Gegen Augsburg war ich es nicht, weil da war eigentlich auch mehr drin gefühlt. Aufgrund der zweiten Halbzeit, aber hier zu verlieren, das muss nicht sein. Hier wäre ich, wie gesagt, mit einem Remis auf jeden Fall zufrieden. Und so viel Druck machen die Bayern jetzt halt überraschenderweise noch nicht. Also es ist nicht so druckvoll. Ich möchte es jetzt nicht jinxen, aber im Hinspiel waren sie bis dato stärker bislang unterwegs. Aber vielleicht kommen sie ja hier ein bisschen auf Tuchfühlung. Masraoui, oh, jetzt habe ich es gejinxt, pass auf. Gibt es gleich das Gegentor in Kunku, da muss Mamouche mit hin. Oh, das ist zu einfach. Das ist viel zu leicht über die Außen. Mamouche dazwischen. Es gibt den ersten Eckball für die Bayern. Und da sehen wir nochmal, warum auch immer, dass der Ball natürlich ganz klar nicht drin war. Also ich weiß gar nicht, was die da gesehen haben. Naja, also. Da brauche ich keine Torlinientechnik, das sehe ich auch so. So, nächste Chance für die Bayern, beziehungsweise der erste vernünftige Angriff. Achtung, da ist wieder Harry Kane. Zum ersten Mal. Ne, war es gar nicht. De Ligt mit der Armbinde. Sah so aus wie Harry Kane. Gut, hat nicht so geschossen wie er, sonst wäre er wahrscheinlich reingegangen. Ah, dann sind sie auch in einem 4-2-3-1 unterwegs. Beide die gleichen Aufstellungen. Dann gibt es immer so ein paar Probleme, aber auch irgendwo Lücken und Löcher, die wir belaufen müssen. Hier zum Beispiel wieder Pressing. Und dann ist eigentlich sofort irgendwo eine Lücke. Aber die Bayern, die laufen das bislang richtig gut zu. Aber das bekommen wir eigentlich auch hin. Leimer Skiri da vorne, wenn wir da irgendwie den Fuß dazwischen bekommen hätten. Oder mal eine Grätsche, Miretti. Aber Musiala, der nimmt es halt mit allen auf, aber nicht mit Skiri. Ja, Pressing ist da und jetzt die Chance, weil die Außenbahn wäre frei gewesen. Aber Mamouche kriegt den Ball leider nicht. Das ist auch wieder wie gegen Augsburg. Ich weiß eigentlich, was ich machen will. Ich weiß, wo ich den Ball haben möchte, aber er kommt halt leider nicht hin. Weil dann halt leider auch immer wieder ein Gegner dazwischen steht. So wie hier zum Beispiel über Gnabry, Mamouche
Ja, und dann ist das bislang, ja, Miretti kommt da ran, aber dann ist es auch faul, natürlich, was auch sonst. Es ist ein sehr großes Durcheinander momentan, da ist wenig Spielfluss drin, viele Unterbrechungen. Und jetzt die Chance für die Bayern, Gnabry, Vorsicht. Oh, gegen Pacho und Trapp zum ersten Mal muss er richtig hin. Also 43. Sehen wir das als ersten richtigen Torschuss der Bayern und auch im Spiel generell, ich glaube schon. Und ganz, ja, klassisches 0-0 eigentlich. Achtung, Mamouche darf kein Elfer geben, aber Achtung. Der Pacho, nee, Nkunku grätscht fast Götze weg. Das sah gerade auch ein bisschen unorthodox aus. Sehr wild, wieder Guerrero, wieder gegen Mamouche. 1-2 Ballrollen, oh, und das klappt. Achtung, da ist Musiala, Pacho ist dazwischen. Und Nkunku auch. Und Skiri, und dann müsste eigentlich Halbzeit sein. Den Angriff wird er uns nicht geben. Ja, war ja klar. Schade, okay. 0-0. Ist auch wie gegen Augsburg eigentlich eher ein langweiliges Spiel. Es lebt von der Spannung. Klar, die Bayern, da ist die Luft auch raus. Die müssen jetzt nicht mehr unbedingt volle Kanone geben. Oh, wir haben 0 Schüsse. Das habe ich auch selten. Also ich schieße zumindest, ja, einmal oder zweimal aufs Tor auf jeden Fall. Aber 0 Schüsse, das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Dann gucken wir mal, ob unser Anschlusstrick hier funktioniert. Ne, diesmal leider nicht. Schade. Aber Halbzeit 2, komm, da darf auch gerne ein bisschen mehr passieren vor beiden Strafräumen. Insofern ich ein Tor mehr schieße, wenn überhaupt, als die Bayern. Dann ist das genau das Ergebnis, was ich haben möchte. So, Mamouche wird jetzt auf die Reise, aber abseits. Das ist aber richtig. Die Bayern, die stehen super hoch, ey, schon an der Mittellinie. Und das kriegen wir dann leider nicht schnell genug zu Ende gespielt. Dann wäre Mamouche nämlich gerade frei auf Neuer durchgelaufen. Hier ein Nkunku, ja, er kommt ran, aber dann verliert er auch gleich wieder den Ball gegen Masraoui. Aber er hat, ja, und er bleibt im Spiel drin, überraschenderweise. Aber es ist keiner in der Mitte, Mamouche läuft trotzdem durch. Jetzt kriegt er an und jetzt ist die Chance da und jetzt macht das alleine. Ja, da ist sie doch, die erste Chance für uns, der erste Schuss aufs Tor. Und genau so geht's, ey, nach Ballgewinn, zack, schnell nach vorne, die Lücken haben wir ja. Und wir haben auch gute Eckballschützen, Miretti, da kommt Pacho und Mamouche. Neuer kommt, ja natürlich. Und dann kommt auch kein anderer ran. Wenn Neuer da ist, fällt's in der Brandung. Und dann auch das gleiche über die andere Seite. Da muss jetzt mal Orban entgegenkommen. Ebimbe, schade. Der Laufweg war richtig. Durchlaufen, aber wir kriegen den Ball leider immer zu spät. Vorsicht. Und deswegen können wir dann leider nicht hinter die Abwehr spielen. Jetzt zum Beispiel auch wieder Mamouche. Der muss außen bleiben. Schade, sonst hätte er ihn bekommen. Aber wir machen Druck hier. Orban gegen Neuer. Schade. Der hat einfach böse Erinnerungen ans Hinrundenspiel. Den Fallrückzieher, den hat er heute noch. Im Hinterkopf. So guter. Auf Ebimbe. Und jetzt, schade, der nächste Versuch auf Götze. Wir schaffen es leider nicht, bislang entscheidend den letzten Ball zu spielen. Ja, um dann entscheidend einfach gefährlich zu werden. Harry Kane, der wird irgendwo jetzt unten landen, genau. Guerrero, Heuberg. Musiala, den haben wir bislang eigentlich richtig gut im Griff. Der bekommt nicht so viel auf die Kette. Wieder Orban und wieder Abseits. Das ist es halt. Das machen die Bayern echt gut leider. Immer im richtigen Moment rücken sie raus, aber irgendwann rücken sie hoffentlich auch mal nicht richtig raus, weil da wäre auch Orban natürlich frei durch gewesen. Oh, das ist auch zu einfach, aber hier, da passt Buta gut auf. Und aufgepasst, Berenguer. Wo der herkommt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, aus Frankreich ist der. So, Robin Koch ist dazwischen. Jetzt müssen wir halt auch mal klären oder so. Und provozieren wir ein bisschen. 65. Auch weiterhin 0-0. Also ich weiß gar nicht, wo das Spiel hier hinführt noch. Jetzt ist auch Goretzka gerade reingekommen. Der spielt dann wahrscheinlich auf der Außenbahn oder wie. Jetzt haben wir erstmal Platz. So, wieder Ebimbe, vorne Orban. Aber jetzt vielleicht. Ja, und jetzt kommt er durch. Und jetzt ist er nicht im Abseits. Ebimbe, es ist keiner da. Aber vielleicht ist er trotzdem die Lücke. Da ist sie, da ist Orban. Schade, aber geblockt. Die wenigen Möglichkeiten, die wir haben, so gut wie es geht, versuchen auszuspielen. Miretti. Buta ist dazwischen. Ja, und hier, die Bayern machen wieder Druck. Pressen und dann muss irgendwo die Lücke sein. Da ist sie nämlich. Und das ist jetzt eine große Chance für Mamouche. Aber das Aluminium hat leider was dazwischen. Ebimbe. Ja, nee, Buta, da musste hin, genau. Orban. Oh, Skiri wäre oben auch frei gewesen.
Aber das ist bislang die größte Chance, glaube ich. An die Latte, genau so, die Lücke gesehen. Vielleicht wäre der Außenriss da die bessere Variante gewesen. Und Kunku, der bleibt lieber hinten. Mamouche kommt auch mit nach hinten. Wolfsburg führt 3-0 in Freiburg? Ich dachte, die spielen gegen Bochum. Dann habe ich mich verguckt. Ach, dann war das vielleicht das nächste Spiel. Achtung, hier haben wir erstmal das Spiel noch zu überstehen. Müller war es, glaube ich, oder Goretzka. Mit der Chance. Das heißt also, ein Konkurrent gewinnt schon mal. Und jetzt müssen wir gucken, was Union macht. Und unser Spiel ist natürlich auch noch nicht vorbei. Orban, Ebimbe. Ja, komm, lauf doch hin. Das verstehe ich nicht. Warum bremst er denn ab? Der muss gar nicht abbremsen. Die gelbe Karte nehmen wir auf jeden Fall mit, Musiala. Wenn es gelb gibt. Ja, natürlich. Der holt ja den sauber von den Beinen, ey. Schauen wir nochmal kurz drauf. Hier, guck mal, eiskalte Grätsche von Musiala. Zack, da ist der Ball schon längst gespielt. Da kannst du auch über Rot nachdenken. VAR, was ist da los bei dir? Aber gut, nächste Chance ist keiner frei. Robin Koch doch unten, wenn er da ankommt. Ja, Buta. Auf Götze und jetzt mit dem Außenriss. Nee. Da kommen wir erst gar nicht zu. Bayern rücken wieder raus. Buta, Götze. So, jetzt ist Ebimbe in der Mitte. Orban. Alle möglichen Spieler, aber die sind alle gedeckt. Da ist Skiri frei, abgefälscht. Doppelt und dreifach. Und nächster Wechsel nochmal bei den Bayern. Jetzt kommt Müller rein. Dann war das gar nicht Müller vorher. Und bei uns kommt nochmal Orban. Aber auch da niemand in der Mitte. Den kriegt Mamouche und den kriegt Götze. Weg, Miretti, der ist voll im Weg gewesen. Und Neuer. Wie immer er den auch gehalten hat. Sah auf jeden Fall komisch aus. Nun gut, nächste Chance. Bessere Ecke vielleicht diesmal. Pacho. Nochmal Götze, nochmal Miretti. Hinten Mamouche. Ja, den hätte ich gerne angespielt. Der kommt aber leider nicht ran. Nee, das wird heute nix. Und dann will ich jetzt doch zusehen, dass ich hinten die 0 halte. Dass wir hier mit einem 0-0 rausgehen. Das ist auch ein 0-0, mit dem ich leben kann. Ja, Freiburg 1:4 gegen Wolfsburg. Aber haben die nicht gegen Bochum gespielt? Oder habe ich mich da verguckt? Oder war das Union? Egal. Schauen wir gleich nochmal. Vielleicht habe ich mich auch verguckt. Oder die haben zwischenzeitlich den Spielplan nochmal umgestellt. Weiß ich ja nicht. Aber Achtung, die Bayern kommen nochmal. Koch, oh, verschätzt sich. Und das war die allerletzte Chance. Und ich glaube, es war Goretzka oder Musiala. Das wäre natürlich was gewesen mit der allerletzten Chance. Das wäre so Bayern-like gewesen. Aber egal, 0-0. Das dritte mittlerweile in der Saison. Aber von den 3 0-0 Spielen ist das, was ich am meisten verkraften kann und was auch, glaube ich, in Ordnung geht. Ja, und auch hier war es eher ein ausgeglichenes Spiel. Hoffenheim hat in Bochum gespielt. Ich habe das umgekehrt in Erinnerung. Ich gucke auch nochmal im letzten Part nach, weil irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig gewesen. So, Hinspiel jetzt gegen Ferencváros in Stadion Neda spielen die, okay. Da hat doch, glaube ich, Alkmaar oder so auch gespielt. So, Trainingsplan. Nee. Da warten wir jetzt nochmal ab. Aber wir haben jetzt 4 Tage Pause. Das sollte, glaube ich, reichen. Das sollte, glaube ich, reichen, dass die erste Elf so halbwegs fit ist. Danach müssen wir aber durchwechseln. Live von Robin Koch endet demnächst. Ja, Transferangebot für Max. Jetzt kommt das auch noch wieder mit dazu. Wir lehnen erstmal ab. 14,6 Millionen. Ey, da müssen wir eigentlich auch mal drüber nachdenken. Robin Koch würde ich gerne behalten eigentlich. Wir empfehlen Ihnen daher ernsthaft über einen dauerhaften Wechsel nachzudenken. Ja, bin ich auch eigentlich der Meinung, dass wir den holen sollten. Den müssen wir also gut auf dem Zettel haben. Da kommt natürlich auch hier Ongoyen zurück. Was machen eigentlich hier unsere ganzen verliehenen Leute? David Bautista. Gut, der hat eine 60, eine +3 dazu bekommen. Alidou eine +1. Foti +2. Hugo Larsson eine +3. Der ist ja auch noch verliehen. Der kommt dann auch wieder zurück. Dann haben wir Boré, der hat jetzt eine 76. Matanovic hat eine 68. Nacho Ferri hat eine 65. Also ihr seht, die werden gut. Die brauchen halt am Anfang ein bisschen und wir müssen halt gucken, dass wir uns im Sommer, wie gesagt, auf diversen Positionen nochmal ein bisschen stärker, verstärken und aufstellen. So, genau, jetzt haben wir hier wieder Spieler, mit denen ich aber auch leider nichts anfangen kann. 180.000er Wert, da brauche ich gar nicht mit der Wimper zu zucken. Und auch hier Hadrien Schneider brauche ich auch nicht nachgucken. Also bislang sind das echt nicht so gute Spieler, die er uns da gegeben hat, unser Scout. Haben die anderen schon gespielt? Erstes Spiel? Nee. Also das wird sehr, sehr spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Gegner, den ich noch gar nicht einschätzen kann. Aber wir gucken natürlich als allerletztes nochmal auf die Tabelle hier. Die ist jetzt mit am wichtigsten. 3 Spieler haben wir noch. Wolfsburg, wie gesagt, die haben gewonnen. 4 Punkte nur noch.
Ich habe das, wie gesagt, total anders in Erinnerung, dass Wolfsburg in Bochum spielt. Aber im Endeffekt ist es auch egal. Die haben gewonnen. Und Union, die haben auch in Gladbach gewonnen. Also die gewinnen, 4 Punkte Vorsprung. Es spitzt sich zu. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Dann gehen wir rein ins Halbfinale der Conference League. Ciao, ciao.